Es wird Zeit für eine neue Folge Filmnews und starten wir mit dem gigantisch starken Start von Vaiana 2. Innerhalb der letzten 8 Jahre, seit der erste Teil rund um Vaiana und Maui in die Kinos kam, hat sich die Fanbase anscheinend auch unter anderem aufgrund von Disney Plus dermaßen stark entwickelt, dass man schon im Vorfeld dachte beim Start von Vaiana 2, huch, was kommen denn da für Kinozahlen auf einen zu? Aber nun kann man das Ganze schwarz auf weiß betrachten und Vaiana pulverisiert so einige Rekorde. Denn allein in den USA hat letzte Woche über das verlängerte Wochenende rund um Thanksgiving innerhalb von 5 Tagen die Fortsetzung ganze $221 Millionen eingespielt, was der stärkste Thanksgiving-Start aller Zeiten in den Vereinigten Staaten ist. Und auch in Deutschland beispielsweise konnte man sehen, dass fast 1 Million Menschen zum Start sich Vaiana 2 ansehen wollten. Und ich habe auch selbst im Bekanntenkreis Leute mitbekommen, die, wenn sie ihn gesehen haben, von anderen wiederum hörten, dass die Karten überall ausverkauft waren. Und dementsprechend merkt man schon, der Film wird Langläuferqualitäten haben. Knapp 1 Million Menschen wollten in Deutschland zum Start Vaiana 2 sehen, was 5-mal so viele Leute sind wie noch beim ersten Teil. Also da hat wirklich eine starke Markenbildung stattgefunden und sicherlich auch die Kleinsten innerhalb der Familien, die dann sicherlich die treibende Kraft sind, dass eben man im ganzen Familienverbund hinein ins Kino geht. Und dabei steht ja auch die vorweihnachtliche Zeit jetzt erst an, wo sich dann die einen oder anderen auch bestimmt sagen, okay, lass uns doch den Film schauen oder lass ihn nochmal schauen. Denn das ist das Besondere bei Animationsfilmen. Zum einen hast du noch die Mund-zu-Mund-Propaganda, wo dann in Kindergärten, Schulen und so weiter und so fort erstmal rumgeht, was, du hast ihn noch nicht gesehen, du musst ihn unbedingt sehen und so weiter und so fort. Und zum anderen im Vergleich zu Filmen für Erwachsene, wenn wir jetzt zum Beispiel einen Deadpool und Wolverine nehmen, der bisher der einzige noch stärker gestartete Film dieses Jahr in den Kinos war, da gibt es Woche für Woche einen für gewöhnlich relativ großen Drop, weil wenn der Film gesehen ist, dann ist der Drops gelutscht. Aber Animationsfilme, die laufen oft über Wochen und Wochen und Wochen und das konnte man bei Inside Out 2, also Alles steht Kopf 2 ja auch mitverfolgen und damit hat Disney einfach ein paar richtige Steine im Brett dieses Jahr. Deadpool und Wolverine, Alles steht Kopf 2, jetzt Vaiana 2 und auch Mufasa ist ein Film, der Richtung $1 Milliarde trackt und aktuell steht Vaiana 2 nach den paar Tagen bereits weltweit bei $404 Millionen und damit kann man die $1 Milliarde definitiv in Aussicht stellen. Quasi ein perfekter Sturm rund um Vaiana 2 und ja, dieses Wortspiel macht noch mehr Sinn, wenn man den Film gesehen hat. Diesen Gag hat Deadpool bei Deadpool und Wolverine nicht durchbekommen und trifft Wolverine eigentlich auf Hulk? Packen wir mal 2 Nachrichten zusammen, denn aktuell geht das Gerücht um, dass sich ein Wolverine- und Hulk-Film in der Entwicklung befindet. Und auch Hugh Jackman hatte schon mal gesagt, dass er sich darauf freuen würde, diesen grünen Kerl platt zu machen. Aber momentan ist es nur ein Gerücht und nicht viele glauben unbedingt daran. Vielleicht treffen sich auch beide Figuren in den kommenden Avengers-Filmen. Aber meine Frage an euch, würdet ihr es gut finden, einen eigenen Wolverine- und Hulk-Film zu haben? Denn ein Hulk-Solo-Film, den bekommen wir ja gefühlt anscheinend nie, weil die Rechte an Hulk alleine liegen meines Wissens nach immer noch bei Universal und dementsprechend kann er immer nur in Kombination mit anderen auftauchen. So zumindest meine rudimentäre Wissenslage rund um die Lizenzthematik. Und dann kommen wir zurück zu Deadpool und Wolverine. Der Film, der fantastisch gut dieses Jahr lief und bei dem viele im Vorfeld Angst hatten, oh, wird Disney Deadpool einen Maulkorb anlegen? Wird er genauso derbe und heftig sein dürfen? Und wenn man sich den Film anschaut, flucht er nicht bloß Deadpool, sondern auch Wolverine oder auch Gastfiguren, die ordentlich vom Leder ziehen und dementsprechend, nein, einen Maulkorb gab es nicht. Es wurde ordentlich in alle Richtungen ausgeteilt, aber vornehmlich gerne Richtung Disney, 20th Century Fox und vor allem auch Marvel und Kevin Feige soll sich ja köstlich amüsiert haben, aber dann gab es dann doch einen Gag, der war zu viel und Regisseur Sean Levy hat gesagt, den will er nicht verraten, den will er mit ins Grab nehmen. Nun hat Disney dem Ganzen aber letztendlich Futter gegeben, denn die haben das Originaldrehbuch zu Deadpool und Wolverine veröffentlicht und da kann man die betreffende Zeile noch wiederfinden. Und ich sag mal so, ich versuche das Video hier werbefreundlich zu halten und übersetze es irgendwie ins Sagbare. Deadpool beschwert sich mit Schimpfwörtern darüber, dass Magneto tot ist in einer Szene, in der alle zusammen im Marvel-Universum, die sie da zusammengekarrt haben. Und Disney sei so geizig, dass man nicht mehr Budget hätte für einen weiteren X-Men und dass er kaum noch Luft hätte, um zu atmen mit den Genitalien von Mickey Mouse in seinem Rachen. Sagen wir es mal ungefähr so. Man hat das dann umgebaut in Pinocchios Nase, Lügen und Rektum von Deadpool und ich hoffe, damit bleibe ich einigermaßen werbefrei. Aber wenn es gegen Mickey Mouse geht und damit eben das Fundament des Mäusekonzerns, da versteht dann Disney wirklich keinen Spaß mehr und dementsprechend musste diese Zeile raus.
Und nun möchte ich mich gern beim Partner dieser Folge Film News bedanken und das ist Paramount Plus. Wie ihr wisst, liebe ich die Serien von Taylor Sheridan, der auch für die große Kinoleinwand unter anderem die Drehbücher zu großartigen Filmen wie Sicario 1 und 2, Wind River oder auch Hell or High Water geschrieben hat. Und durch seine Serienarbeit in den letzten Jahren hat er nicht nur das Yellowstone-Universum erschaffen, sondern dem Western auf mehreren Ebenen ein modernes Gesicht verpasst. Sein neuestes Projekt Landman verschlägt uns in die Öl- und Gasindustrie nach Texas. Das Billionen-Dollar-Geschäft ist dabei so gefährlich, dass man nie weiß, ob man unbeschadet von den Ölfeldern zurückkehrt und wo viel Geld ist, wollen mächtige Gruppen mitmischen. Besetzt mit Billy Bob Thornton, Jon Hamm, Demi Moore und vielen mehr versprüht die Serie sofort den rauen, aber menschlichen Ton, der für Sheridan typisch ist und erneut zeigt er, dass er Figuren samt ihrer Dynamiken wunderbar inszenieren kann. Aktuell könnt ihr bereits 4 Episoden von Landman auf Paramount Plus streamen und jeden Montag gibt es Nachschub. Das IMDb-Rating von 8,2 spricht dabei für sich. Darüber hinaus könnt ihr natürlich weitere Serien von Taylor Sheridan streamen wie Yellowstone samt der fantastischen Vorgeschichten in 1883 und 1923 rund um die Dutton-Familie. Besonders 1883 ist eine der besten Serien der letzten Jahre, zumindest in meinen Augen. Sylvester Stallone mischt Oklahoma in bisher 2 Staffeln Tulsa King ordentlich auf oder ihr schaut euch Special Ops Linus mit Zoe Saldana oder Mayor of Kingstown mit Jeremy Renner an. Das alles bei Paramount Plus. Vielen Dank für die Unterstützung und wechseln wir nun zu folgendem Thema. Bei Edward Berger läuft es einfach. Der in Wolfsburg geborene Regisseur hatte unter anderem mit den Serien Patrick Melrose oder Your Honor oder The Terror international aufmerksam auf sich gemacht und dann mit Im Westen nichts Neues, der Neuverfilmung auf Netflix für deutsche Oscar-Geschichte gesorgt. Dann folgt der nun Konklave, der aktuell in den Kinos läuft. Ganz anderes Sujet und trotzdem schafft er es mit Ralph Fiennes, mit Stanley Tucci, mit John Lithgow einen Film zu erzählen, der spannend, der authentisch wird, der interessant ist, dem durchaus Oscar-Chancen ausgerechnet werden und damit ist er ein ganz heißer Kandidat und kann in Hollywood wählen. Soll ja auch einen 6. Bourne-Film machen, bei dem anscheinend auch Matt Damon wieder vor der Kamera dabei ist. Derweil macht er gerade noch das Projekt The Ballad of a Small Player fertig, befindet sich nämlich in der Post-Production für Netflix und da ist Colin Farrell und Tilda Swinton mit dabei. Und nun gab es auch noch einen Bieterkrieg um seinen dann nächsten Film, der heißt The Barrier und da soll niemand Geringeres als Austin Butler die Hauptrolle übernehmen. Der Pitch ist so ein bisschen, dass Interstellar auf Top Gun trifft. Mehr weiß man noch nicht unbedingt zu The Barrier. Und den Bieterkrieg, den hat Disney bzw. das Unterstudio 20th Century Studio für sich gewonnen. Und das heißt, Edward Berger geht komplett international und arbeitet mit einem namhaften nach dem anderen vor der Kamera zusammen. Sei es ihm gegönnt, wenn diese Qualität von Im Westen nichts Neues hin zu Konklave so weitergeht, dann herzlichen Glückwunsch. Sind wir gespannt, wo das noch hingeht. Bei Edward Berger läuft's, wie ich eingehend erwähnt habe. Ist Kraven the Hunter schlecht? Ich meine, den Film habe ich noch nicht gesehen und der Presse wurde ja noch nicht gezeigt und dementsprechend kann man das jetzt auch noch nicht beurteilen, zumindest aus der eigenen Perspektive. Aber es gibt so ein paar schwierige Anzeichen, denn Aaron Taylor Johnson, der Hauptdarsteller in Kraven the Hunter, befindet sich ja aktuell noch auf Pressetour rund um Nosferatu, den neuen Robert Eggers Film und dem Remake des gut 100 Jahre alten Stoffes. Da startet doch schon nächste Woche ein recht großer Film mit ihm, nämlich Kraven the Hunter, der 6. Film im SSU, im Sony Spider-Man Universe. Also die Filme, die Sony rund um Figuren aus der Welt von Spider-Man macht, die nicht Teil des MCUs sind, aber sie halten ja an der Spider-Man-Welt die Rechte. Und damit sind bisher namentlich die 3 Venom-Filme gemeint, Madam Web und Morbius. Und vor allem die letzten beiden sind ja von der Presse und dem Publikum zerfleddert worden. Und auch bei Venom sind sich viele nicht einig, wie sie den Film finden sollen. Die waren zumindest an den Kassen noch erfolgreich. Ist dann also Kraven the Hunter der 6. Streich, der mehrfach verschoben worden ist. Und auch die Trailer, bei denen waren viele dann relativ skeptisch und es gibt ja eine gewisse Superheldenmüdigkeit, dass viele nicht mehr sagen, oh, den Film muss ich jetzt sofort sehen und sich auch sagen, naja gut, der läuft jetzt ein paar Wochen im Kino und dann kann ich ihn ja fast schon im Streaming schauen und das macht die Leute skeptisch. Und jetzt kommen noch 2 Dinge dazu, wo ich dachte, oh, das kenne ich sonst so auch nicht, denn Sony hat gestern eine 8-minütige Preview veröffentlicht. Das heißt, du kannst die ersten 8 Minuten von Kraven the Hunter aktuell online auf YouTube meinetwegen anschauen und früher war das so ein Mittel, wo man diese Previews benutzt hat, wenn der Film im Kino gelaufen ist und dann im Heimkino startet,
startete, um es da den Leuten schmackhaft zu machen. Das jetzt vor Kinostart zu machen, ist auf der einen Seite vielleicht eine Idee, um den Eindruck zu erwecken und auch zu zeigen, okay, der Film ist relativ erwachsen und brutal, weil er R-rated ist, aber hat auch so ein bisschen einen verzweifelten Touch, als würde man den Leuten sagen, kauft jetzt bitte ein Ticket für diesen Film. Und zum anderen, das kann man zumindest für Deutschland sagen, sind die Pressevorführungen in Berlin, Hamburg, Köln und München für Kraven the Hunter. Und das waren dann auch die 4 für nächste Woche Mittwoch, dem 11. Dezember angesetzt. Und das ist ein Tag vor Kinostart. Und das ist immer so, wenn man das so ganz knapp halten will und nicht will, dass das Word of Mouth vorher vielleicht zu negativ ist, schon immer ein großes Anzeichen. Kurzum, ich bin gewarnt und will die Warnung nur weiterreichen, aber vielleicht werden wir alle überrascht und Kraven the Hunter ist ein absoluter Bringer. Ich sehe Aaron Taylor Johnson richtig gerne, aber es gibt da eben ein paar schwierige Signale. Tom Cruise in einem Horrorfilm, ich meine, der Hollywood-Star ist eine eigene Legende. Jahrzehnte in Hollywood zu überleben und gleichzeitig auch immer wieder abzuliefern, ist nun alles andere als normal. Und er steht auch für diverse Genres, ob es jetzt Sportfilme sind, ob es Kriegsfilme sind, ob es Dramen, Komödien sind, vor allem aber natürlich Actionfilme. Er ist bekannt als derjenige, der seine Stunts immer selber macht und gefühlt gibt es kein Gefährt oder Fortbewegungsmittel auf dem Planeten, für den er nicht eine Lizenz hätte, um damit irgendwo rum zu cruisen. Okay, sorry für den Wortwitz an der Stelle. Und nun könnte es aber sein, dass als nächstes ein Horrorfilm kommt. Denn Tom Cruise und Doug Liman, die gemeinsam Edge of Tomorrow gemacht haben, oder auch Barry Seal, beide Filme sehr unterschiedlich, beide mag ich, werden wieder zusammenarbeiten. Und Doug Liman meinte auch, der nächste Film wird mit Cruise und es wird schaurig bzw. gruselig. Und das klingt danach, als könnte es ein Horrorfilm werden. Und Tom Cruise in einem Horrorfilm, am ehesten würde ich da Interview mit einem Vampir bisher verorten, wobei das jetzt auch nicht klassischer Horror ist, wäre dann zumindest mal was anderes. Und die Gerüchte gehen rum, dass es sich dabei um Deeper handelt. Ein Projekt, was schon immer mal wieder in der Mache in Hollywood war und anscheinend die beiden sich jetzt annehmen. Wenn dem so ist, würde Tom Cruise wahrscheinlich den Astronauten spielen, der in Ungnade gefallen ist. Und um sich zu rehabilitieren, würde er sich auf eine Mission in die Untiefen der Weltmeere begeben, um nämlich an den tiefsten Punkt der Erde zu gelangen. Einem neuen Graben, der entdeckt wurde, der noch tiefer ist als der Marianengraben. Und da unten wird es dann sicherlich klaustrophobisch eng und es soll eine Art Horror-Thriller werden. Und ohnehin ist das offene Meer für viele per se schon ein Angstszenario. Ich bin gespannt, ob Tom Cruise dann wirklich in einem Horrorfilm zu sehen sein wird und ob es sich dabei um Deeper handelt. Neue Batman-Reihe mit Nightfall als Vorlage, die eigenen Batman-Animationsfilme, die direkt fürs Heimkino gemacht sind, wie zuletzt beispielsweise The Killing Joke oder The Long Halloween, sind ja Filme, die sich beliebten Comic-Reihen bzw. Vorlagen annehmen. Und ich mochte die auch, weil sie durchaus für Erwachsene sind, einen tollen Animationsstil haben und für mich eigentlich auch hätten fast auf der großen Leinwand gezeigt werden können. Scheinen auf jeden Fall so erfolgreich zu sein, dass sich Warner denkt, wir gehen mal mehr in diese Richtung, denn im Markenregister wurde ein Titel hinterlegt mit dem Titel Batman Nightfall Part 1. Und das klingt dann so, als würde man die Nightfall-Reihe auch als Animationsfilme umsetzen. Das wäre dann also Nightfall, Nightquest und Night's End. Und erzählt die Geschichte von Bruce Wayne. Und das ist so ein bisschen der Anfang, den wir aus Dark Knight Rises kennen, der mit ansehen muss, wie Bane viele gefährliche Gangster aus Arkham Asylum befreit und Bane gegenüberstehend das Rückgrat gebrochen bekommt. Und während Bruce Wayne versucht zu genesen, ist es Jean Ponvier oder Valley, der dann die Position von Batman übernimmt, aber sehr viel unethischer und brutaler agiert und dem dann letztendlich wieder Einhalt geboten werden muss. Das ist eine extreme Verknappung der Storyline, aber das wäre dann so ein bisschen die Reihe hinter Nightfall. Und ich wäre gespannt, wenn sie daraus eine Animationsfilmreihe machen, aber allein das Part 1 zeigt ja im Markenregister, dass man da durchaus mehr draus machen möchte. Und anscheinend gibt es eine neue Batman-Animationsreihe wahrscheinlich mit der Nightfall-Reihe als Vorlage. Und hier noch einige Kurzfilm-News im Überblick. Scream 7 hatte es ja so gar nicht leicht, was die Besetzungsnachrichten angeht, aber so langsam bekommt der Film Konturen bzw. Gestalt. Sowohl Neve Campbell als auch Courtney Cox kehren ja zurück und damit auch so ein Stück weit Back to the Roots, besonders rund um den ersten Titel, ersten Namen will ich sagen, denn im 6. Teil war sie ja nicht dabei, aber als neue Gesichter haben wir auch Isabel May und jetzt ganz frisch dabei die aus Madam Web und den letzten Ghostbusters-Film bekannte Celeste O'Connor mit an Bord. Nach Ed Wood, Alice im Wunderland, Edward mit den Scherenhänden, Sweeney Todd oder auch Sleepy Hollow ist klar, wovon ich rede. Die Kombination aus Tim Burton und Johnny Depp. Und Tim Burton hat sich jetzt kürzlich in dem Interview dazu geäußert, ob er wieder mit Johnny Depp zusammenarbeiten wird. Und die gute Nachricht für alle Fans ist, er sagt, ganz sicher wird das passieren. Die Kombination hat viele oder lange Zeit ja immer gehalten und auch Früchte getragen. Aber er selbst schließt auch aus, dass es kein Edward mit den Scherenhänden 2 sein wird.
Und beenden wir diese Folge Film News mit einer kleinen Service-Information, denn Ben Stiller hat man seit 7 Jahren nicht vor der Kamera gesehen, zumindest was größere Rollen angeht, hier und da mal als kleiner Cameo okay geschenkt, sondern er war sehr viel hinter der Kamera aktiv oder was das Drehbuch angeht, aber nun ist er klammheimlich einfach zurück, nämlich in Nutcrackers, ein Film, den man seit einigen Tagen auf Disney Plus anschauen kann. Der wurde nicht großartig umworben, ist so ein typischer Weihnachts-Season-Film und ich habe ihn selbst noch nicht gesehen, aber wenn du Ben Stiller-Fan bist und dich fragst, ey, ich würde den gerne mal wieder sehen, Nutcrackers auf Disney Plus ist dann genau deine Adresse dieser Tage und damit bin ich am Ende dieser kurzen kleinen Folge Film News. Ich bedanke mich wie immer fürs Reinschalten, hoffe, ihr fühlt euch gut informiert und ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Filme, Serien und Dokus schauen.